Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Update. Für mich geht es jetzt los, es ist Samstag früh. Ich muss kurz zu einem Corona-Test. Ich bin hier bei Freaks4U, also das ist das Reich von Hand of Blood. Und wir haben hier einen Livestream am Sonntag, wo ich Gast bin von Samsung. Da geht es so ein bisschen um SSDs, PCI Express 4.0, AMD und so weiter. Und ja, Samstag 8 Uhr früh zum Wachwerden. Erstmal einen schönen Corona-Test, ein Traum. So, hier ist das Streaming-Setup, also beziehungsweise hier ist die ganze Kulisse und da hinten findet dann morgen der Stream statt. Habe jetzt gerade den Test gemacht, muss jetzt noch circa eine Stunde warten aufs Ergebnis. Ja, und da wird es hier so einen kleinen Tech-Talk geben über Samsung SSDs, Monitore und so weiter. Ist auf jeden Fall eine schöne Kulisse. Dieses Video wird unterstützt von Corsair und der neuen K100 RGB-Tastatur mit Axon Hyperprocessing Technology. Die K100 ist die erste Tastatur mit 4000 Hz Abtastrate und bietet somit eine extrem niedrigere Verzögerung von nur 0,25 Millisekunden. Zusammen mit den optisch-mechanischen OPX-Switches mit nur 1 mm Aktivierungsweg bietet die K100 ein sehr präzises Eingabeverhalten bei wunderschöner Optik. Ein Aluminiumgehäuse mit gebürsteter Optik, Beleuchtung von 3 Seiten mit 44 Beleuchtungszonen und einer bequemen Handballenablage runden die Premium-Tastatur ab. Über das multifunktional programmierbare IQ-Rad könnt ihr die Beleuchtung ändern, durch Programme switchen oder euer eigenes Makro hinterlegen, was zusätzlich übrigens auch über die 6 Makrotasten an der Seite möglich ist. Diese lassen sich sogar über die Elgato Stream Deck Software belegen. Darüber hinaus bietet die K100 extrem haltbare PBT-Tastenkappen mit angenehm rauer Haptik, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. So, jetzt wird hier gerade alles noch umgebaut. Hinten in der Talk-Ecke sind gerade noch 2 andere Streamer und wir werden jetzt gleich hier 2 Setups haben, also ein Setup mit HDD, ein Setup mit SSD und dann eben mal kurz live einen Test machen, wie so die Ladegeschwindigkeit im aktuellen Assassin's Creed aussieht. So, knapp 15 Sekunden haben wir jetzt gebraucht. 3, 2, 1 und go. Zack, da fertig. So, 11,6 Sekunden an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe aber ein bisschen zu früh drauf gedrückt. Also sagen wir mal 11 Sekunden. Habe jetzt 4 Sekunden eingespart. Wir können auch ein bisschen mehr drüber sprechen. Wir gehen mal rüber in unsere coole Talk-Area da. Ne? Ich habe das tatsächlich sogar manchmal bei Valorant erlebt, dass manche Leute schon im Spiel sind und man selber noch tatsächlich laden muss. Ja. Und noch nicht auf der Map ist. Genau, also ich schneide auch alle meine Videos, oder mittlerweile lasse ich sie schneiden, aber früher selber alles geschnitten auf den SSDs mit Premiere. Und bei Premiere kennst du das, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast eine 10 Minuten Datei und du lädst die einmal rein, dann erstellt er doch immer die Audiospur am Anfang. Ja. Und diese Zeit, die gebraucht wird, um die Audiospur zu laden, die ist nur von der SSD abhängig. Machst du das von einer HDD, da wartest du 5 Minuten, mit so einer SSD wartest du 15 Sekunden. Jetzt geht es noch so ein bisschen weiter in meinem Arbeitszimmer. Also ich bin ja schon ein bisschen weiter, immer mit dem Einrichten hier, muss ja noch ein bisschen was machen, muss ja noch ein bisschen Schalldämmung machen und so weiter. Aber was noch gar nicht vorhanden ist quasi, ist die ganze Kabelorganisation. Also generell mal unter meinem PC sieht es immer noch aus wie Kraut und Rüben, aber auch netzwerktechnisch habe ich bisher noch gar nichts gemacht. Ich habe mir hier nämlich diesen wunderschönen Netgear-Switch besorgt und zwar ist das ein 8-Port 10G-Switch. Also ich will jetzt bei mir mal ein bisschen das Netzwerk upgraden, weil bisher hatte ich ja immer nur ganz normal 1G, das was man so vom normalen 0815 Router eben kennt, aber ich wollte mir jetzt demnächst noch ein NAS bauen. Und gerade jetzt, wo heutzutage, ich sag mal, die SSD-Preise ein bisschen erschwinglicher werden, denke ich sogar drüber nach, mir ein NAS mit SSDs zu bauen, weil die Videofiles, die wir hier machen, die sind halt tatsächlich echt mega groß und das mit normalen HDDs zu machen, ist schon ein bisschen schwierig, da dauert es ewig, das rüber zu ziehen und wenn man dann nur 1G-Netzwerk hat, dann dauert es ja noch mal länger, mit 10G-Netzwerk geht es dann deutlich entspannter. Das einzig Blöde an diesem Teil ist, dass es natürlich auch ein bisschen wärmer wird, deswegen gibt es hier einen Lüfter und man kann schon anhand der Art, wie der Lüfter eben eingebaut ist, wissen, dass es hier rauspustet und hier die Luft reinzieht. Dementsprechend ist die Einbaurichtung von dem Teil auch so ein bisschen vorgegeben. Natürlich, ich könnte ihn so an die Wand machen oder auch so nach unten. Nach unten ist aber dann das Problem, dann ist das Powerkabel nach oben, das sieht dann auch irgendwie kacke aus. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich das Ganze tatsächlich so an die Wand Autofokus, danke. Dass ich das Ganze so an die Wand machen werde, weil dann kann die warme Luft auch generell von, ich sag mal, dem natürlichen Weg nach oben steigen und dann läuft der Lüfter vielleicht auch gar nicht so krass hoch, dann wird es auch im Betrieb nicht ganz so laut werden, hoffentlich.
Löcher habe ich schon gebohrt, wie ihr sehen könnt. Also es ist halt einfach noch wirklich Chaos. Hier ist nichts organisiert. Das muss ich alles mal noch richtig machen. Zum Glück ist bei mir alles schon, ich sag mal, gut vorbereitet. Überall Netzwerkdosen, das ist schon ganz gut. Ja, hinten saugen muss ich auch noch. Aber hier Löcher drin und jetzt mal kurz montieren. Switch läuft, Internet ist auch schon da. Also funktioniert so einfach. Hier raus aus der Buchse, hier rein in den Verteiler und dann das geht jetzt zu meinem PC. Das Kabel, was jetzt gerade zu meinem PC geht, muss ich dann auch mal noch austauschen. Gegen ein vernünftiges, aber das mache ich dann im Zug, wenn ich sowieso hier alles neu verkabel und dann alles mit Kabelkanälen schön an der Wand lange mache. Die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich, als ich mit diesem ganzen Zeug hier mal angefangen habe, also mit dem ganzen PC-Kram, ich komme ja aus der Ecke vom Extreme Overclocking. Ja, das werden ja die meisten von euch wissen. Das heißt, ich habe irgendwann mal angefangen, mich dafür zu interessieren, wie übertakte ich einen PC, und dann war mir einfach das nicht genug, das im Luftkühler zu machen. Dann steigt man auf den Wasserkühler und dann macht man das Ganze mal irgendwann mit Flüssigschickstoff und Trockeneis. Klar, in der Realität ging die Entwicklung dann nicht ganz so schnell und waren viele Schritte dazwischen. Ich kann euch das auch gerne mal ausführlicher erzählen, vielleicht falls euch das interessiert. Aber das Ganze hat für mich stattgefunden hauptsächlich auf der Website HWBot. Und HWBot ist eben eine Online-Datenbank, wo man seine, ich sag mal, Übertaktungsergebnisse oder allgemein seine Performance-Ergebnisse vom PC eintragen kann. Und so habe ich angefangen. So 2006, 2007 war so die Zeit, als es mit HWBot da groß im Kommen war für mich. Das heißt, ich habe über 10 Jahre verbracht, meine ganzen Extreme Overclocking-Ergebnisse immer bei HWBot einzutragen. Also wie schnell ist mein PC im 3D-Mark und so weiter. Da kann man sich einfach sehr, sehr gut mit anderen messen und auch ganz obskure alte Hardware verwenden, ist es egal, da kann man alles miteinander vergleichen. Also es geht jetzt nicht darum, nur der den schnellsten PC hat, kann da was reißen, sondern man kann jetzt auch einen GeForce 8 nehmen und sagen, alles klar, ich will jetzt im GeForce 8 Ranking im 3D-Mark 2003 hier irgendwie den ersten Platz belegen und kümmere mich oder beschäftige mich damit. Und es war für mich einfach eine richtig geile Plattform. Und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Und die Plattform, die wurde ursprünglich mal von Frederick programmiert, sage ich mal. Ist einer aus Belgien. Und dann, um das Ganze abzukürzen, wurde die Plattform weitergegeben an jemanden in Taiwan. Also der war auch Belgier, ist dann aber nach Taiwan gezogen, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben, weil man da ein bisschen bessere Kontakte zu Herstellern hat. Und dann war das letztendlich so, dass es bis 2016, 2017 relativ gut lief. Und dann hat derjenige gesagt, er möchte was anderes machen noch und nicht nur sich um HWBot kümmern, sondern hat dann angefangen für EKBB zu arbeiten, ist ja alles okay, und hat dementsprechend dann sich nicht mehr um HWBot gekümmert. Hallo Schick. Ja, und Ende vom Lied war eben, dass seit 2017 auf HWBot nicht mehr viel passiert ist. Das heißt, die Website war quasi tot, weil der ursprüngliche Programmierer Frederick, der hatte einfach keine Zeit mehr dafür und auch tatsächlich nicht mehr so die finanziellen Mittel, sich um so eine Seite zu kümmern, weil wenn man Programmierer Vollzeit da einstellen muss oder keine Ahnung, man muss sich selbst um die Seite kümmern, man muss Competitions machen, also wir machen ja auch Overclocking-Wettbewerbe und darauf will ich eigentlich auch hinaus. Letztendlich, Ende vom Lied war, ich habe mit meinem Geschäftspartner von Thermal Greasy zusammen HWBot gekauft letztes Jahr, weil die Website eben zum Verkauf stand. Und alternativ wäre gewesen, wahrscheinlich hätte sich Asus oder G-Skill oder sowas die Seite geholt, und das ist wie, als würde ich meinen YouTube-Kanal an Asus verkaufen oder an G-Skill, dann gibt es hier keinen vernünftigen Content mehr, weil der eben alles dann nur noch in diese eine Richtung geht und dann halt nur noch ein pures Marketing sein wird. Und deswegen haben wir uns dann damals dazu entschlossen, wir kaufen die Website, haben jetzt über ein halbes Jahr, sage ich mal, Entwicklungsarbeit reingesteckt. Das heißt, wir haben einen Programmierer, der Vollzeit gerade an dieser Website arbeitet, und mittlerweile läuft es eigentlich wieder ziemlich gut. Und wir fangen jetzt wieder an, Competitions zu machen. Wir haben jetzt gerade Intel als Partner wiederbekommen. Also Intel war vor vielen Jahren mal Partner von der Seite und ist es jetzt wieder, also wird es jetzt wieder werden. Wir sind gerade noch in den Gesprächen und da gibt es dann wieder viele Competitions, das heißt verschiedene CPUs, verschiedene Benchmarks und so weiter. Das wird auf jeden Fall interessant werden, und die große Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Habt ihr Lust auf sowas? Also ich würde auch sehr gerne vielleicht so ein bisschen, für mich auch back to the roots, so ein bisschen Extreme Overclocking Competitions machen, oder nicht nur Extreme Overclocking, sondern generell so Übertaktungs-Competitions. Das heißt, wir holen uns dann irgendeine Grafikkarte, die vielleicht nicht viel kostet. Sagen wir mal eine GT 1010, GT 1030, irgendwie sowas. Eine Grafikkarte, die 50 Euro kostet. Die ist dann für die meisten erschwinglich, da spielt es dann auch nicht so die Rolle, was man für eine CPU hat, weil die ja eh nur GPU limitiert ist. Da kann man also auch eine ältere CPU dann dafür verwenden. Und dann könnten wir einfach mal so ein bisschen
Overclocking-Competitions machen, also die ich dann auch hier begleiten würde auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, ich zeige euch einmal, was muss man machen, um quasi teilzunehmen. Da gibt es auch immer Preise, also es lohnt sich teilweise da auch gut da mitzumachen. Und dann würde ich auch eure Ergebnisse gerne vorstellen. Also wenn ihr dann coole Setups habt, coole Ergebnisse, dann würde ich das Ganze ein bisschen begleiten. Und da wollte ich einfach mal wissen, ob euch das grundsätzlich interessieren würde oder ob ihr auch Bock hättet, bei sowas mitzumachen. Weil wenn ihr sagt, ja, dann machen wir das ja gerne. Wenn ihr sagt, nö, das ist auch gar kein Problem, dann machen wir es eben nicht. Also das würde ich ganz von euch abhängig machen. Da bräuchte ich jetzt einfach mal ein bisschen Feedback und das wollte ich jetzt mal kurz loswerden. Wir haben doch also für euch im Video gerade den Switch angebracht an der Wand. Und da habe ich gesagt, zum Glück ist der Lüfter schön leise. Der Lüfter ist, ich meine, er ist okay. Das Problem ist, wenn ich hier in dem Raum bin und ich arbeite und sitze am PC und ich mache nichts anderes, man hört hier einfach nichts, dann hört man die ganze Zeit dieses Wiii von diesem Lüfter. Ist halt ein 40 mm Lüfter. Ja, ich glaube, wir müssen den Lüfter mal kurz tauschen, das nervt einfach unfassbar. So sieht der Switch also von innen aus. Also ich habe es gerade mal aufgemacht, einfach nur ringsherum einmal die Schrauben geöffnet. Wir haben hier ein stinknormales 12 Volt Schaltnetzteil, nichts Besonderes, mit einem 6-Pin-Ausgang. Und glücklicherweise, ich dachte erst so, der Lüfter ist vielleicht festgelötet, wir müssen jetzt groß rumlöten. Aber nein, das hat der Netgear ja ganz cool gemacht. Das heißt, der ist einfach nur über einen 4-Pin-Stecker hier dran. Ich weiß gar nicht, was das hier vorne ist, auch für einen 4-Pin-Stecker. Das scheint irgendwas mit der Beleuchtung vorne zu sein. Power und Fan. Aber cool, dann können wir das ja ganz einfach tauschen. Das ist die Frage, was hier nicht drunter ist. Schon nicht irgendwelche Netzwerkprozessoren, würde ich mal annehmen. Ich habe mir jetzt als Austauschlüfter einfach diesen Noise Blocker Black Silent hier gekauft, 40 mm, aber eben ein bisschen dünner, das ist nur ein 10er von der Tiefe. Wird aber auch passen, also von der Wärme, die da rauskommt, das ist gefühlt gar nichts. Wahrscheinlich würde es auch funktionieren, wenn es passiv läuft. Ich vermute auch mal durch meine Einbaurichtung, weil eben die kalte Luft hier unten reinziehen kann und dann geht es hier schön durch die Passivkühlkörper durch und dann oben raus. Also wenn ich einfach oben drüber gefasst habe, dann war die Luft ultra kalt, die rausgekommen ist. Deswegen vermute ich mal, wenn da einfach nur ein bisschen Airflow vorhanden ist durch den Lüfter, dann wird es schon passen. Das ist jetzt auch nur ein 3-Pin-Anschluss, aber ich denke mal, das würde auch funktionieren. Dann wechsle ich das mal eben. Und damit der Lüfter schon getauscht, also Sache von 2 Minuten. Jetzt mache ich das mal dazu und dann schauen wir mal, was sich bei der Geräuschentwicklung tut. Keine Ahnung, wie der Airflow sein wird von diesem Lüfter. Der läuft mit 2800 Umdrehungen, sollte aber eben noch ausreichen. Kurzer Funktionscheck. Also wie man sehen kann, Lüfter läuft. Also gefühlt kommt da sogar mehr raus. Der läuft auch schneller als der andere. Aber ist echt schön leise. Also man hört ihn ein bisschen, den Lüfter, aber der ist eben viel, viel niedriger von der Frequenzgefühl. Also es ist einfach nicht so ein hochdrehendes, nervendes Geräusch und deswegen, ja, ich glaube, so werde ich das lassen. Mal schauen. Ich baue es jetzt wieder hin und dann mal schauen, ob es mich nach 2 Tagen wieder nervt oder nicht. Wenn wir schon vom Thema HW-Bot gerade gesprochen haben, da gibt es auch eine interessante News. Das ist zum Beispiel sowas, was ich euch dann auch immer so ein bisschen zeigen könnte. Und zwar hatte der griechische Overclocker bzw. die griechischen Overclocker OGS, also das sind 2 Overclocker zusammen, die haben einen neuen Rekord aufgestellt mit der RTX 3090. Und das ist auch die erste RTX 3090, die auf über 3000 MHz übertaktet wurde, was so ein bisschen so ein Meilenstein ist für so eine Grafikkarte. Das ist wirklich krass. Das Ganze wurde eben in GPU-Pi-Benchmark gemacht, also da wird eben die Kreiszahl Pi mit der GPU berechnet. Ist jetzt nicht so die krasse Last mit der GPU, dementsprechend lässt sich die GPU relativ hoch takten. Anders als man jetzt wahrscheinlich vermuten könnte, ist es aber keine EVGA Kingpin, die hat in der Vergangenheit immer die Rekorde gehalten, sondern es ist eine Galax Hall of Fame, die anscheinend aktuell die beste RTX 3090 ist, fand ich relativ interessant. Die lief bei 1,5 Volt im Port Royal, also im 3D-Mark Port Royal, hat sie auch den neuen Weltrekord aufgestellt und zwar 18.500 Punkte, ein bisschen schneller als das bisherige Ergebnis, da waren es knapp 2.900 MHz, also immer noch beeindruckend und so eine GPU, die zieht da weit über 1000 Watt und ich habe da eben das Footage von OGS gestellt bekommen für dieses Video, damit ich euch das zeigen kann und deswegen habe ich gedacht, wir bauen das hier ein. Interessanterweise wurden keine Hard-Modifikationen in dieser Karte vorgenommen, also da wurde nichts rumgelötet oder sowas, sondern einfach nur ein Exo-C-BIOS drauf gemacht, was von Galax kommt, wo man eben frei dann die Spannung einstellen kann, kein Power-Limit. Finde ich natürlich geil, das ist die Frage, ob man da rankommt als normaler Overclocker oder sowas, ich weiß nicht, ob das irgendwo dann geleakt wird, ob das irgendwo verfügbar ist, auf jeden Fall.
Sehr, sehr krasse Sache, wie die Grafikkarte übertaktet wurde. Gekühlt mit flüssigem Stickstoff natürlich bei minus 180 Grad Celsius durchgehend, also so tief wie es mit flüssigem Stickstoff eben geht. Und das Ganze mit Thermal Grizzly Cryonaut Extreme Wärmeleitpaste. Ich bin übrigens Partner von OGS, daher habe ich die Informationen mit Thermal Grizzly und deswegen haben die mir das geschickt, weil das mit Cryonaut Extreme deutlich besser lief als vorher. Das wollte ich euch einfach mal so mitgeben. Auf jeden Fall krass, schöne Bilder und damit sind wir auch durch für diesen Weekly Vlog. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.